Heißt, du bist die Lebensversicherung für die so der Besatzung das Leben retten im Endeffekt. Ja. Moin zusammen, ich bin hier an einem ziemlich lauten Ort. Ich bin ziemlich weit hinten und ziemlich weit unten im Schiff. Und das hört man hier auch ganz gut. Also unter uns ist der Wellentunnel, hinter uns ist der Rudermaschinenraum und wir wollen heute zu einem ganz bestimmten Ort, und zwar zur ASG-Werkstatt. Da wartet der 2SBM auf uns und wir lassen uns erklären, was ist das überhaupt? Aufgabe, los geht's! Hallo! Ja, moin! Willkommen! Mal reinspazieren. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Willkommen in der ASG-Werkstatt. Moin, grüß Moin. dich. Hi. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Guten Tag, ich bin der Bus von Paul, 2SBM hier an Bord, Schiffsbetriebstechnikmeister im Long Title. Ich mache viele Dinge, unter anderem bin ich für das Material der Chassierung zuständig im Bereich der Schadensabwehr. Hier heute speziell Atemschutzgeräte und dessen Ausrüstung. Das ist eine Werkstatt speziell für Atemschutzgeräte und dessen Ausrüstung, um einmal wieder einen hygienischen Standard reinzubringen und auch die Ausrüstung, die dann da gebraucht wird, zu prüfen, instand zu halten und zu warten. Atemschutzgerät oder halt Atemschutz generell. Ausrüstung haben wir Atemschutzgeräte, selber Pressluftatmer, wir haben Atemschutzmasken, Lungenautomaten, all das, was für die Brandabwehr benötigt wird, kommt hier nach der Benutzung zusammen. Wird gereinigt, desinfiziert, geprüft und geht dann wieder frisch raus für die Truppen, die das dann im Fall der Fälle benutzen müssen. In der Woche, es kommt ganz drauf an, wie viele Übungen wir fahren, aber in der Regel kann man sagen, ich wasche zwischen 20 und 25 Masken, dementsprechend auch Geräte. Die Flaschen natürlich in doppelter Anzahl werden dann hier geprüft, Lungenautomaten. Das ist eigentlich ein stetiger Durchlauf, das kommt ganz drauf an, was am Schiff so geboten wird, wie viel Action hier gerade herrscht oder nicht. Na klar, gerne. Also zum einen haben wir Atemschutzgeräte, die gebraucht werden. Kommen Sie hierher. Die Flaschen sind schon gefüllt. Das, was ich mir als allererstes anschaue, ist der optische Zustand. Sind irgendwelche Gurte gerissen? Ist irgendwelche Bezüge oder sind die Bezüge der Flaschen? Sind die noch in Ordnung? Sind da keine Löcher drin? Ist hier nichts ausgefranst oder ähnliches? Defekt kaputt abgebrochen? Nach dem Zusammenbau geht es dann ans Gerät. Das Atemschutzgerät wird eingelesen. Da ist ein Transponder verbaut mit den zuletzt gespeicherten Prüfdaten. Ja, das Gerät zeigt einmal, was ich für Prüfungen, für Sichtprüfungen machen muss. Wenn alle Sichtprüfungen durchgeführt worden sind, wird das Gerät an das Smart Check angekuppelt, aufgedreht und anschließend geprüft. Das heißt, du bist die Lebensversicherung für die der Besatzung das Leben retten im Endeffekt. Ja. Was die Ausrüstung angeht. Man würde ja meinen, das Wasser das größte Problem. Ja, sollte man meinen, aber doch, ein Feuer ist dann doch schon sehr größer, weil auch viele Dinge also Wasser sollte man nicht außer Acht lassen, gar keine Frage, aber Feuer birgt viele Gefahren. Wasser tut in dem Moment erstmal dem Körper nicht viel, was dann so die Atemluft raubt oder so, aber gerade mit Qualm, Hitze und so weiter, das ist dann doch schon sehr gefährlich und halt kann sich über mehrere Abteilungen übertragen, ohne dass man es überhaupt mitbekommt. Dieser hier, wenn man sieht, ganz genau, hat einen Mitteldruck von 7 Bar, hat die Prüfung auch bestanden, alles grün. Jetzt hier einen Lungenautomaten. Dort kommen dann die 7 Bar an. Im Lungenautomaten wird das dann nochmal runter geregelt. Das ist der Anschluss, der nachher an die Maske kommt. Das ist eine Atemschutzmaske. Wir haben das Gerät geprüft, der Druckmänner hat bestanden. Sommithin zusammen mit den Sichtprüfungen ist das Gerät sommithin wieder einsatzklar. Wird dann von mir wieder zurückgerüstet, so dass es in den Spind passt. Wird in die Atemschutzspinde verbracht und ist damit klar zum nächsten Einsatz. Genau, hier ist eine Art Waschstraße. Die Lungenautomaten, die gerade schon in der Hand gehabt, die werden auseinandergebaut. Das sind die einzelnen Bauteile der Lungenautomaten. Die werden hier in den Becken gereinigt und desinfiziert, dann nochmal mit Wasser klar abgespült, aufgehangen zum Trocknen. Ja, einfach nur der Hygiene wegen. Und auch da findet schon die erste Sichtkontrolle statt, ist irgendwas beschädigt, kann ich direkt Teile austauschen. Genauso wie dort in der Maskenwaschmaschine. Dort werden dann die gebrauchten Atemschutzmasken eingehangen,
werden natürlich vorher auseinandergebaut, werden dann eingehangen, werden dann maschinell gewaschen und getrocknet und sind danach auch klar für die Prüfung. Dann wird das von mir alles wieder zusammengebaut, geht dann hier rüber auf den Tisch und wird auch nach den Geräten geprüft. Also die Masken werden geprüft auf Dichtigkeit, die Lungenautomaten werden geprüft, die haben mehrere Prüfstufen. Das ist auf jeden Fall sehr sicher, das System. Also früher war es ja so, dass man da gar nichts machen musste, dann wurde das einmal durchs Becken gezogen und dann wieder weggehangen und sagen, so, da gab es noch keine großen Lehrgänge drauf und so. Aber mittlerweile ist man da schon sehr bedacht auf den Soldaten oder Soldatinnen, die dann da mit dem Gerät los muss, dass es da A, sicher ist, sauber, sicher und vor allen Dingen jedes Mal geprüft. Danke dir. Ja, sehr gerne.